Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal ein kleines feststehendes Messer von Böker Plus. Es handelt sich um das Pocket Muk oder Pocket MUK. Beim Namen weiß ich nicht so recht, ob es Muk heißt, weil es sich um eine Klinge im Nesmuk-Stil handelt, oder MUK, also Multi-Utility Knife bedeutet. Das eine schließt das andere nicht aus und letzten Endes ist das wohl auch eher sekundär. Das Pocket Muk stammt aus der Feder von Matthew Chantry, einem Custom-Messermacher aus den USA, genau gesagt Michigan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir dieses Messer auf Anhieb gefiel. Es besitzt eine sehr ansprechende und auch intelligente Formsprache. Das Design ist absolut durchdacht. Beispielsweise sieht man diesen etwa 108 mm langen Griff sofort die gute Ergonomie an. Das ist ein kleines Fulltank-Messer. Dennoch haben wir hier einen vollwertigen Griff. Das findet man ja auch nicht so häufig vor. Eine sehr angenehme Handlage, trotz eines relativ geringen Griffvolumens. Wir haben hier vorne etwa 50 mm, hier hinten sind das etwa 60 mm. Schön konturiert. Hier ist eine Daumenmulde. Hier drüben könnte man den Zeigefinger auflegen oder auch den Mittelfinger, den Zeigefinger auf das Chimping. Also man kann hier schön Schnitte führen. Also hier stecken einige Überlegungen drin. Hier hinten ist ein kleines Lanyard Hole, 5,5 mm Innendurchmesser mit Messingöse, also auch eine schöne Sache. Griffmaterial ist hier braunes Mikata, ganz leicht strukturiert. Das ist keine Handschmeichlerqualität. Es erinnert haptisch eher an G10. Unterlegt ist das Ganze hier mit schwarzen Linern. Ja, lockert die Optik ein bisschen auf, gibt ein bisschen Kontrast. Auf jeden Fall sehr gut verarbeitet. Hier steht nirgends was über. Absolut bündig. Befestigt ist das Ganze hier mit zwei schwarzen 8er Torx Verschraubungen. Und ja, hier wurde leider sehr viel Schraubenkleber verwendet. Also ich hätte euch gerne mal einen Blick unter die Griffschalen gegönnt. Ich wäre auch neugierig gewesen. Ich habe es aber vorher schon mal probiert. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Also das Ding scheint verklebt zu sein. Schade, aber gut. Dann haben wir hier eine ca. 62 mm lange Klinge, also auch effektive Schneide. Relativ hoch, schön bauchig ausgeformt, eben ganz typisch für eine Klinge im Nesmuk-Stil. Ein schönes Stonewashed-Finish. Das schluckt den ein oder anderen Kratzer auf jeden Fall weg. Zur Beschriftung linksseitig hier das Böker Plus Logo und eine fortlaufende Nummerierung. In meinem Fall ist das hier die Nummer 510. Auf der rechten Seite das Logo von Matthew Chantry. Das ist meines Erachtens ein stilisiertes Messer. Und ein Verweis auf die Stahlsorte 14C 28N. Ein bewährter martensitischer Stahl. Bei dem spielt Rost bei geringem Pflegeaufwand im Normalfall überhaupt keine Rolle. Ja, gute Schnitthaltigkeit, verschleißfest. C dürfte so ca. 58 bis 59 HRC haben. Also eine wirklich gute Stahlwahl. Die Klingenbreite beträgt hier 2,8 mm und ist noch relativ stabil im Bereich der Spitze. Also auch das gefällt mir. Auffällig sind hier diese zwei Chimpings. Die sind auch sinnvoll platziert. Also hier legt man den Daumen im Normalfall intuitiv drauf. Und ja, hier könnte man mit dem Zeigefinger ziehende Schnitte führen. Das heißt, man kann damit gröbere Arbeiten verrichten, aber auch mal wirklich was Feineres. Das ist ebenfalls gut überlegt. Kurze Zusatzinfo für die Nutzer eines Feuerstahls. Der Klingenrücken gibt das mit etwas Liebe her, aber ist nicht unbedingt dafür prädestiniert. Dann haben wir hier einen komplett hochgezogenen Flachschliff. Der Anschliff ab Werk ist richtig schön bissig. Wir haben hier gerade mal 0,4 mm hinter der Schneidphase, also ein richtig guter Wert. Diese hohe Klinge in Verbindung mit dieser Fingermulde übernimmt dann sozusagen auch die Aufgabe eines Guards. Das heißt, man hat auch ein bisschen Sicherheit. Auf jeden Fall ergonomisch ausgeklügelt. Man ist auch richtig schön nah am Schnittgut, kann die Kraft gut übertragen. Gefällt mir richtig gut. Das ist ein kleines, feines MUK, also ein Multi-Utility Knife. Durch die geringe Größe ist man vielleicht minimal limitiert, aber Alltagsaufgaben, Lebensmittelzubereitung, Schnitzen etc. sind wirklich kein Problem. Somit ist es geeignet für den urbanen Bereich, für Bushcraft, Outdoor, vielleicht auch für die Jagd. Da kenne ich mich nicht so gut aus, aber die Klinge würde es auf jeden Fall hergeben. Alles in allem ein attraktiver, praktischer, vielseitiger Begleiter. Wiegt übrigens gerade mal 75 Gramm. Geliefert wird das Ganze hier mit einer Messerscheide aus Kydex. Zusammen wären das dann hier 93 Gramm. Und optional könnte man das auch an einem Clip in der Hosentasche oder vielleicht auch an einem Gürtel tragen. Dann wären das insgesamt 120 Gramm. Ja, ganz kurz noch zu dieser Messerscheide aus Kydex. Wir haben 4 Ösen, Tech-Lock kompatibel, seltsamerweise 2 Drainagelöcher.
eine wirklich gut funktionierende Daumenrampe und erfreulicherweise kein Rattern, kein Wackeln, nichts. Also eine richtig gut verarbeitete Messerscheide. Dann kommt das Ganze natürlich in dieser Böker Standardbox, möchte ich mal sagen. Ein bisschen Paperwork, Pflegehinweise. Das ist mehr oder minder normal bei Böker. Ja, der Preis liegt hier für alles bei 34,95 € und ich muss wirklich sagen, für ein Custom Design in Serienproduktion ist das ein richtig fairer Preis. Ein schönes, kleines, attraktives Messer und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Verkaufsschlager wird. Schönes Ding. Ja, ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder. Werf gerne einen Blick in die Videobeschreibung, da ist noch das Video von Matthew Chantry verlinkt. Die Spezifikationen sind dort ebenfalls zu finden. Ja, dann vielleicht noch ein schöner Satz zum Abschluss von Böker. Das Messer wird geliefert mit passgenauer Kydex-Scheide und von frischem Morgentau umhüllter Freiheit. Das die Worte zum Schluss. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.